Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Deutschland ist ein Sozialstaat. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst, gibt dir der Staat Geld zum Überleben. Trotzdem leben fast 40.000 Menschen in Deutschland auf der Straße. Wie kann das sein? Das habe ich Ralf und Roberto gefragt. Ralf und Roberto leben auf der Straße. Sie haben mir ihre Perspektive erzählt. Was jetzt wichtig für dich zu verstehen ist, das ist ihre Meinung. Trotzdem kannst du von ihnen viel lernen. Was? Das erkläre ich dir am Ende. Los geht's! Sag ich meine Meinung. Mein Fall jetzt zum Beispiel, ich bin halt, bei meiner Ex-Freundin rausgeflogen. Die Polizei kam. Ich musste mir nur ein paar Sachen nehmen, also das Nötigste. Und dann halt das Haus verlassen. Das ist Ralf. Ralf hat keine Wohnung. Ich war jetzt auch schon bei was Gott was für Ämter und die sagen alle, nee, ist nicht. Okay, und Ich muss selber was suchen oder was weiß ich, irgendwelche Stellen, aber die sagen dann auch alle, nee, wir fühlen uns da zuständig. Der eine sagt, nee, wir fühlen uns aber auch nicht zuständig. Ja, so und jetzt was machst du? Ralf hat auch keine Arbeit. Gibt es gar keinen Job für Sie, der für Sie in Frage kommt? Doch, das ist wahrscheinlich schon geben, aber das ist immer, ja, ich habe jetzt für mich zum Beispiel nur Hauptschulabschluss, kein Führerschein, kein, was weiß ich, und wenn du halt keinen Führerschein hast, dann bist du sowieso schon mal ganz unten durch. Am Tag ist Ralf auf der Straße, nachts schläft er in einer Notunterkunft. Roberto übernachtet lieber auf der Straße statt in der Notunterkunft. Und wie kommt es, dass Sie auf der Straße sind? Ganz ehrlich, weil ich in die nicht wollte, schon Junkies. Roberto ist alkoholkrank. Auch Roberto hat keine Arbeit. Aber Sie, theoretisch wollen Sie arbeiten. Selbstverständlich, ja. Aber warum bewerben Sie sich dann nicht? Weil ich keine Möglichkeit habe. Mit was? Jeder kann zum Berufsinformationszentrum und kann sich da bewerben. Aber Sie haben, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben und eine schlechte Vergangenheit haben, so haben Sie immer Probleme. Aber jetzt gibt es 800.000 Lehrstellen. Ja, in unserem Alter. Ja, auch für Sie in Ihrem Alter. Das ist gleich mal vergessen. Arbeitsamt, entschuldigen Sie mal, das Arbeitsamt wird seit Jahren die Menschen, die vielleicht gewillt sind, wieder im Berufsleben einzusteigen, falsch fortbilden. Wenn jemand in Deutschland keine Arbeit findet, kann er Bürgergeld beantragen. Das nennt man auch Sozialhilfe. Dazu habe ich hier ein Video gemacht. Aber Sie hätten ja die Möglichkeiten, Sozialhilfe anzunehmen. Ja, auf der einen Art schon, aber wenn Sie zum Jobcenter gehen, machen einen Antrag, das kann mehrere Monate dauern. Ja? Und dann bekommen Sie keine Kohle. Kohle ist ein anderes Wort für Geld. Was du jetzt wissen solltest: In Deutschland hat jeder Mensch das Recht auf Sozialhilfe und einen Platz zum Schlafen. Um Sozialhilfe zu bekommen, muss man einen Antrag stellen. Das kann manchmal mehrere Monate dauern. Aber wenn du nicht so lange warten kannst, dann kann das Jobcenter schon vorläufig über deinen Antrag entscheiden. Wenn du keine Arbeit hast, hilft dir das Arbeitsamt. Dort gibt es das sogenannte Berufsinformationszentrum, kurz BIZ. Im BIZ kannst du gratis und zu bestimmten Zeiten das Internet, die Computer und den Drucker nutzen. Dort kannst du auch einen Lebenslauf erstellen. Ich habe das selbst probiert, wie du in diesem Video siehst. Das BIZ in deiner Nähe findest du hier. Wenn du keine Wohnung hast, kann dir zum Beispiel die Caritas helfen. Die Caritas in deiner Nähe findest du auf dieser Seite. Wenn du alkohol- oder drogenkrank bist, gibt es die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Dort kannst du Hilfe in deiner Nähe finden. Alle Links habe ich hier unten in die Beschreibung geschrieben.
In Deutschland gibt es aktuell, also Sommer 2023, ungefähr 800.000 freie Arbeitsplätze. Davon gibt es über 150.000 freie Arbeitsplätze für Menschen ohne Berufsausbildung. Das heißt, wenn deine Berufsausbildung zum Beispiel hier in Deutschland nicht anerkannt wird oder du keine hast, gibt es trotzdem noch 150.000 freie Arbeitsplätze für sogenannte Helfer. Es gibt viele freie Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft, in Restaurants, in der Pflege und so weiter. Diese freien Arbeitsplätze findest du über die Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit. Wenn du einmal im Gefängnis warst, dann ist es schwieriger, Arbeit zu finden. Ja, trotzdem gibt es viele Arbeitgeber, die Häftlinge einstellen, weil sie dringend Mitarbeiter brauchen. Das schreibt die Arbeitsagentur. Die Jobcenter helfen dir dabei, wieder zurück ins Leben zu finden. Was kannst du von Ralf und Roberto lernen? Ralf und Roberto sind nicht glücklich mit ihrer Situation. Trotzdem ändern sie ihre Situation nicht. In Deutschland wird dir zwar geholfen, aber eben so, dass du überlebst. Für dein persönliches Glück bist du selbst zuständig. Am Ende gibt es nur eine Person, die sich für dein Glück interessiert. Und das bist du selbst. Jetzt möchte ich von dir wissen, was sagst du dazu? Bitte schreib keine bösen Kommentare zu Ralf und Roberto. Jeder hat seine eigene Geschichte. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann.